Speedy erkundet mit seinem Skipper Christoph die Ostsee und Fünen. Heute entscheidet es sich, ob ich im Uhrzeiger- oder gegen Uhrzeigersinn um Fünen segeln werde. Die Großwetterlage für die nächsten Tage spricht eindeutig für den Gegenuhrzeigersinn. Ziel ist der Fischereihafen von Reersöhl. Somit geht es heute erstmal wieder nach Norden. Unter anfänglich leicht bedecktem Himmel geht es schon zügig los. Wieder mal kämpfe ich als Einhandsegler mit Kamera und Gennaker. Ja, und Handschuhe wären auch hilfreich. Heute hat es so gut wie keine Welle und ich erreiche bereits 9 Knoten. Gegen Norden klart der Himmel schnell auf. Der Geni muss aber wieder runter. Trotzdem reicht es noch mit über 7 Knoten fürs Gleiten. Die Rumpfgeschwindigkeit der U20 ist bei 5,8 Knoten. Alles darüber ist Gleiten. Ich führe schon Selbstgespräche. Wie würde das wohl mit mir enden, wenn ich längere Strecken alleine unterwegs wäre? Heute werde ich die Schifffahrtsstraße im großen Welt nicht queren und immer rechts davon bleiben. Und wieder mal unter meiner Lieblingsbrücke durch. Immer im Bereich der Brücke flaut der Wind stark ab, aber heute habe ich eine gute mitlaufende Strömung. Zur Frage, warum Nyborg als Ausgangshafen? Nyborg habe ich als Ausgangshafen meiner Rundreise gewählt, weil von dort aus Ende August das Wegvisier-Race startet. Ich habe mich für die kleine Strecke von 80 Meilen interessiert, wollte das aber nicht alleine machen. Also habe ich nach einem Crewmitglied gesucht und zuerst meine Frau Adelheid gefragt. Sie war dann aber mäßig begeistert von der Idee, was ich auch durchaus verstanden habe.
Als dann aber Tilo, mein Sohn, meinte, das würde ihn interessieren, war die Sache geritzt und die Anmeldung am Wegvisier war beschlossene Sache. Die Marina in Nyborg hat zudem eine tolle Infrastruktur. Bootskran, Rampe zum Einwassern, Seglerzimmer mit Küche und so weiter. Und ich konnte auch problemlos mein Auto und den Trailer dort stehen lassen. Und wieder den Genie setzen. Er wird immer Backboards gesetzt. Bin schlecht vorbereitet? Aber es klappt dann doch. Und gerade wieder auf Kurs halsen. Diesem 42 Quadratmeter Genie habe ich den Spitznamen Green Manalishi gegeben. Eigentlich sollte ich dazu jeweils Peter Greens Stück als Hintergrundmusik laufen lassen. Das geht leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Im Hafen Reersö quetsche ich mich zwischen zwei einheimische Segler. Nach dem Anlegen gibt's Kaffee und wunderbaren selbstgebackenen Kuchen im Café Voi Voi. Der kleine Fußmarsch in den Ort lohnt sich. Mir hat es dieser Hafen schon wegen seiner gut riechbaren Fischerei angetan, und ich genieße den schönen Abend. Der nächste Morgen empfängt mich mit Sonnenschein und ich frühstücke auf der Hafenmole. Heute soll es westwärts über den Belt nach Korshafen gehen. Dabei quere ich den großen Belt und damit die Schifffahrtsstraße. Auch der Wind passt wieder. Heute ganz entspannt.
Was kann ich denn nun aus meiner Zeit als Pilot brauchen? Auch beim Segelfliegen ist man alleine unterwegs. Man muss alles alleine machen, kann nicht einfach kurz unterbrechen, mal in Ruhe überlegen, eine Entscheidung treffen und dann wieder weiterfliegen. Nein, es geht immer vorwärts. Deshalb ist gute Vorbereitung das A und O. Man vergewissert sich, dass vor dem Flug technisch alles funktioniert, die Route geplant ist, man einen Plan B hat, Elektronik läuft, Funk an und so weiter. Dabei helfen Checklisten. Das kann man alles übertragen auf das Segeln. Und speziell aufs Einhandsegeln mit einem kleinen, sehr lebendigen Boot. Für meinen Trip habe ich mir eine Checkliste angelegt, welche ich vor jeder Ausfahrt aus dem Hafen jeweils durchgegangen bin. Es sind immerhin 22 Einträge auf der Liste. Für Nachtfahrten kommen noch einmal 6 dazu. Klar, bei einer Ausfahrt auf dem Zürichsee oder wenn noch Crew an Bord ist, braucht es das natürlich nicht. Aber alleine auf der Ostsee fand ich das eine gute Idee. Hier noch 2 Erkenntnisse aus meiner Segelfliegezeit. Zitate von Piloten. Zitat 1. Durchschnittlich alle 20 Sekunden musst du eine Entscheidung treffen. Zitat 2. Kaum bist du in der Luft, hast du nur noch das halbe Hirn zur Verfügung. Das sieht nach Kollisionskurs aus. Mal sehen. Okay, ich lasse ihm mal den Vortritt. Und hier nun einmal Gennaker Bergen, auf der falschen Seite. Bei ganz wenig Wind wie hier, geht das ausgezeichnet. Fock ausrollen. Schott lösen. Und auf der Gegenseite den Geni um den Vorstark ziehen. Geni Baum lösen.
Jetzt zieht es zu Beginn nur den Baum zurück. Tacklein lösen. Und Fall lösen. Und nachher natürlich alles aufräumen. Jetzt muss ich auf die Einfahrt in die Bucht von Cuxhaven schauen. Da hat es einige Untiefen. Immerhin habe ich 1,50 Tiefgang und keinen Tiefenmesser. Also halte ich mich an Seekarte und Beschreibungen. Kurz vor dem Etappenziel schläft dann der Wind komplett ein und der Außenborder muss ran. Ich benutze übrigens Karten und App von NV Charts und bin damit super zufrieden, außer bei Nachtfahrt. Aber das erzähle ich euch später. Es gibt Leute, die offensichtlich Ortskenntnisse haben. Und dennoch würde ich ihnen hier nicht folgen. So sieht die Einfahrt nach Karte aus. Wie meine Logdaten zeigen, hat es bei mir gut gepasst. Am Abend klart es wieder auf. Nach dem Nachtessen mache ich einen ausgedehnten Spaziergang in die Berge von Cuxhaven. Wenn du wissen willst, wie ich mein Boot ausgerüstet habe, was der seglerische Unterschied zwischen Zürich und Ostsee ist, warum ich meine Hula-Tänzerin dabei habe, dann bleib dran an Speedy Gonzales.